In unserer letzten Lektion haben wir uns damit beschäftigt, wie du deine zwischenmenschlichen Beziehungen verbessern kannst, indem du dich in Selbstwahrnehmung übst. Während es in der zweiten Lektion vor allem um Reflexion ging, werden in dieser Lektion externe Faktoren wie Soft Skills und Kommunikationsstile als Mittel zur Verbesserung deiner zwischenmenschlichen Beziehungen behandelt. Wahrscheinlich hast du schon einmal etwas über Soft Skills gehört oder gelernt. Soft Skills sind nicht technische Fähigkeiten, die sich auf die Art und Weise beziehen, wie du arbeitest. In den letzten Jahren sind diese angesichts der Zunahme von Remote- und Hybridarbeit noch wichtiger geworden. Im Gegensatz zu Hard Skills oder technischen Skills handelt es sich dabei nicht um rollenspezifische Fähigkeiten, die durch Schulungen und Weiterbildung erlernt werden. Stattdessen konzentrieren sich Soft Skills auf Fähigkeiten, die Verhaltensweisen wie Kommunikation, Anpassungsfähigkeit und Entscheidungsfindung betreffen. Beispiele dafür sind die Fähigkeit, deine Zeit effektiv einzuteilen, Kompromisse zu schließen und Konflikte zu lösen. Vielleicht bist du in einigen dieser Bereiche bereits sehr gut. Vielleicht bist du gut im Zuhören oder im Kommunizieren. Aber es gibt immer Raum für Wachstum und Bereiche, die du verbessern kannst. Um mehr über deine Soft Skills zu erfahren, beginnen wir mit einer einfachen Übung. Ich werde einige wichtige Soft Skills aufzählen und du überlegst, welche du gut beherrschst und welche deine Schwachstellen sind. Denk daran, dass es eine Reihe an Soft Skills gibt, aber in diesem Kurs konzentrieren wir uns auf die, die eng mit der Kommunikation verbunden sind. Sich klar und prägnant ausdrücken. Denke darüber nach, wie du kommunizierst. Bringst du deinen Standpunkt gut rüber oder stiften deine Botschaften manchmal Verwirrung? Hier kannst du sowohl über mündliche als auch über schriftliche Kommunikation nachdenken. Einfühlungsvermögen. Betrachte deine Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen und zu teilen. Bist du sensibel für die Emotionen deines Teams oder ist das etwas, woran du arbeiten könntest? Denke an das letzte Mal, als eines deiner Teammitglieder eine persönlich schwierige Zeit durchmachte. Wie hast du darauf reagiert? Klare Fragen stellen. Denke an das letzte Mal, als du nach einem Treffen oder einer Präsentation Fragen stellen musstest. Waren deine Fragen direkt und nützlich, um die benötigten Informationen zu erhalten? Konstruktives Feedback geben. Denke darüber nach, wie du Feedback gibst. Ist es hilfreich und motivierend oder könnte es manchmal als harsch oder kritisch aufgefasst werden? Wie reagieren deine Teammitglieder auf das Feedback, das du ihnen gibst? Durchsetzungsvermögen. Beurteile dein Durchsetzungsvermögen. Bist du selbstbewusst und direkt, wenn es darum geht, deine Bedürfnisse und Meinungen zu äußern, ohne aggressiv zu sein? Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Denke an das letzte Mal, als sich die Struktur deiner Organisation oder deines Teams geändert hat. Warst du offen für neue Ideen und in der Lage, bei Bedarf schnell umzuschalten? Konflikte managen. Erinnere dich an das letzte Mal, als es in deinem Team einen Konflikt oder eine unterschwellige Spannung gab. Bist du damit ruhig umgegangen oder hast du sofort gespürt, dass du gestresst oder wütend wurdest? Als nächstes listest du die 3 besten Soft Skills auf, die du von Natur aus beherrschst und 3, die du verbessern könntest. Ich empfehle dir, diese Übung auch in einer Teamsitzung durchzuführen, damit du die Stärken und Schwächen deines Teams in Bezug auf Soft Skills kennenlernst. Denke daran, dass es noch viele andere Soft Skills gibt und diese Liste nicht vollständig ist. Fallen dir auch andere Beispiele ein, die du nicht in dieser Liste findest?